Es sind nicht die Ziele im Leben, die wichtig sind. Es ist die Ausrichtung, wie wir eigentlich ins Leben gehen. Das ist das, was wirklich verändert. Und das ist das, wo erfüllend ist, wenn du deine Ausrichtung findest. Was macht dich glücklich in deinem Leben? Wie möchtest du leben? Was möchtest du bewirken? Oder was lässt dein Herz erwärmen, wenn du lebst? Das finde ich eine schöne Frage für jetzt am Ende des Jahres. Ja, und ich finde sie viel kraftvoller, wenn du eine Neuausrichtung oder wenn du was fürs neue Jahr suchst, dich nach deiner Ausrichtung zu kümmern, als nach diesen kleinen Zielen. Weil so ein kleines Ziel ist irgendwann erreicht und du bist dann vielleicht zufrieden und suchst nach dem nächsten oder du erreichst es nicht und bist dann unzufrieden und gibst wie auf. Und wenn du so eine Ausrichtung hast, also wenn die Ausrichtung größer ist als das Ziel, dann das hat wie so eine andere Energie. Ne? Das ist einfach so, es ist größer. Es ist, eine Ausrichtung bringst du eigentlich auch sofort schon ins Leben. Ja. Das ist eigentlich das Schöne. Das Ziel wird erreicht. Ja. Und eine Ausrichtung ist dein Lebensstil. Das ist die Art, wie du leben möchtest. Und meistens ist unsere Ausrichtung geprägt von unseren Erinnerungen, von dem, wie wir gelebt haben oder was wir anerzogen worden ist. Also wir übernehmen Ausrichtungen von anderen Menschen oder von auch der Gesellschaft. Das, was wir sehen bei Freunden und Menschen, deshalb leben wir alle so ein sehr ähnliches Leben, weil wir die Ausrichtung immer wieder übernehmen und gar keine eigene entwickeln. Ja. Und bei uns ist zum Beispiel schon irgendwie unsere Ausrichtung, dass wir eigentlich wie so in ständiger Bewegung sein wollen. Also wir reisen rum, weil wir uns das ausgewählt haben als unsere Ausrichtung. Wir wechseln zwischen Homeschooling und Schule in fremden Ländern für Khaleesi. Also wir haben wie so eine Ausrichtung von, dass wir Neues erforschen wollen, dass wir Neues entdecken wollen. Ja, und auch da wie so größer, also das ist eigentlich wie größer. Also wir nehmen Homeschooling und die normale Schule und mixen das und bringen noch andere, wenn wir irgendwo sind, jetzt zum Beispiel hier in Bali geht Khaleesi in ein Wintercamp, wo sie ganz viel mit Basteln und Meditation und Yoga, also es ist so viel größer, es ist wie so viel offener und viel mehr Möglichkeiten. Also es ist nicht da auch so ein kleines Ziel, sondern es ist eine Ausrichtung vom ständigen Lernen. Wir wollen von Kulturen begeistert werden, von anderen spirituellen Wegen. Uns interessiert das Leben, eigentlich zu leben. Und die Ausrichtung ist uns viel, viel wichtiger oder einschneidender für uns als irgendein Ziel, was wir haben. Also das Ziel von so und so viel Umsatz wollen wir machen oder so und so viele Menschen wollen wir inspirieren. Das sind so kleine Ziele, die vielleicht erreicht werden oder nicht erreicht werden. Aber die Ausrichtung, die kann uns eigentlich wie nichts nehmen. Also die erfüllt uns. Eine tatsächliche Ausrichtung ins Leben zu haben und zu merken, so will ich leben, also so ist eigentlich mein Leben. Das ist das, wo für uns einschneidend ist. Ja, und ich finde immer, wenn du eine Ausrichtung hast, dann ist es nicht so schlimm, ob dein Ziel jetzt scheitert. Also oft ist es so, dass wir uns von unserem Scheitern immer wieder abbringen lassen, Neues auszuprobieren, abbringen lassen, überhaupt Sachen auszuprobieren oder vorwärts zu gehen. Und wenn in der Ausrichtung Scheitern drin ist, weil das Scheitern wichtig ist, um zu lernen, also wenn wir das Scheitern ausschließen im Leben und nur auf den Erfolg gucken und nur dahin gehen, wo der Erfolg ist, bleiben wir auch wieder sehr eng und klein und sind dann irgendwann, wenn wir doch dann mal irgendwann scheitern, völlig am Boden und
und haben dann eigentlich gar keine Möglichkeit mehr. Ja. Ne? Und wenn wir aber so dieses Größere, also wir haben eine Ausrichtung, in der Ausrichtung ist das Gewinnen und das Verlieren drin, das Scheitern und der Erfolg. Und deshalb kannst du immer weitergehen. Ja, du würdest auch in der Ausrichtung weitergehen als das Ziel. Ja. Auch wenn du das Ziel nicht erreichst, genau. ist die Ausrichtung wie weiter. Oder wenn du es erreichst, ist die Ausrichtung. Ne? Und deshalb ist so, wir werden viel so gefragt, auch wie kann man das, was man zum Beispiel in unseren Retreats oder in den Sessions erlebt, ins Leben bringen. Ne? Wie kann man das so ins Leben bringen oder so. Und für uns stellt sich diese Frage gar nie und das antworten wir meistens auch darauf. Es gibt keine zwei Leben, also wir führen keine zwei Leben, wir führen eine Ausrichtung. Also wir bringen immer die Tiefe in alles das, was wir machen. In alles bringen wir dieses Erforschen, diese Weite, diese Tiefe, diese Spiritualität ins Leben. Immer. Mit allen. Ja, das endet nicht hier an der Tür. Nein. Wenn wir dann aufmachen und dann ist da die Kalissi und das ist unser Leben und da leben wir so und hier in der Kamera reden wir so, sondern da ist keine Trennung, das ist dasselbe. Also wir machen da das Gleiche wie hier. Vielleicht ist es hier gebündelter, aber wir reden über diese Themen genauso in unserer privaten Atmosphäre wie hier mit euch. Und Und deshalb ist so diese Ausrichtung, die für mich in jungen Jahren schon diese Spiritualität so gewesen ist, also diese Ausrichtung, dass ich mich für die Tiefe interessiert habe, diese Tiefe in diesem Augenblick, die Tiefe in meinem Leben, ne? Die Ausrichtung oder so, die hat mir eigentlich geholfen, durch alles durchzugehen, was vielleicht Schreckliches passiert ist, was schmerzhaft gewesen ist oder so. Aber die Ausrichtung ist das, was mich leben lässt, also was mich berührt, was mich auch immer wieder inspiriert. Und die Ausrichtung geht auch über das Erwachen hinaus. Also wenn du das Ziel hast zu erwachen und dann erwachst, ist ja wie so ein Stopp, jetzt ist das Ziel erreicht. Aber die Ausrichtung, die innerliche, die ich gehabt habe, die geht einfach weiter. Also die Ausrichtung ist dieselbe wie vor oder nach dem Erwachen. Und jetzt ist das gelebte Erwachen integriert in diese Ausrichtung. Also es wird wie gelebt. Also wird einfach die Tiefe und Tiefe und Tiefe und Tiefe wird Step für Step gelebt und reingebracht ins Leben und so. Weil das wie meine Ausrichtung ist. Und deshalb finde ich es so entscheidend eigentlich, mal innezuhalten und für jeden Menschen so eine Ausrichtung zu finden. Warum lebst du? Was interessiert dich am Leben? Ja? Und es kann ja nicht sein, dass wir interessiert sind an irgendeinem Job oder an irgendwelchen Followerzahlen oder an irgendwelchen Geldbeträgen. Oder wie willst du leben? Ja? Mir hat man auch immer gesagt, man muss einen Wohnort haben, man muss eine Familie haben, man muss irgendwo Freundeskreis haben, vom Kindergarten her und so. Und ich habe immer gemerkt, es ist aber nicht meins, also es ist nicht meine Ausrichtung. Meine Ausrichtung ist, ich will die Welt sehen, ich will Menschen kennenlernen, ich will auch die Freunde und die Familie damit integrieren. Aber es ist eine Riesenoffenheit oder eine Weite für das Neue da. Also das Neue ist das, was wie lockt, könnte man sagen. Ne? Wie so erfüllt. Erfüllt. Ja, auch so, ich finde auch, ich habe ganz stark dieses über den Tellerrand hinaus gucken. Ja. Also nicht da Stopp zu machen, wo normalerweise man Stopp macht. In der Schule hat man das und das gelernt und dann ist wie so Stopp, das weiß ich jetzt. Aber ich hinterfrage alles. Also ich glaube nicht an die Sachen, die so fix sind, sondern ich gucke immer wieder, wenn es in meinem Leben irgendwo eine Möglichkeit gibt, stimmt das wirklich? Und habe diese Möglichkeit, darüber hinaus zu lernen. Und deshalb ist es auch so schön mit den anderen Ländern, ne? Wie so zu gucken, wie leben die Menschen hier? Das ist so, Ja, und wir leben ja auch in jedem Land anders. Ne? Ja. Also wir passen uns ja auch immer wieder an, den Ländern, den Gegebenheiten und so. Ja, ne? genau. Also die Art von Satz sagen, was wir
was wir teachen, die Videos sind anders. Jedes Video, was wir von hier bringen, jetzt aus Bali, ist anders als die wir in Goa machen oder in der Schweiz machen oder auch in Deutschland machen. Egal, wo wir sind, es ist wie, wir bringen die Tiefe von dem Land oder da, wo wir sind, wird nach außen gebracht. Und es braucht dieses, was du jetzt sagst mit der Tiefe, es braucht dieses, also einfach über das, was der Mind kennt, hinauszugehen. Ja. Also eigentlich immer wieder ein Mind-Blowing zu erleben, wo du merkst, das geht über das Bekannte hinaus. Und das ist eigentlich, jedes Mal sind das wie so heilige Momente, wenn wir uns den Grenzen stellen, die wir vielleicht kennen und merken, da geht es noch weiter. Was auch immer das ist, das können aber es gibt so viele Sachen im Leben, wo wir bloß weil wir sie nicht sehen oder weil wir sie nicht erfahren haben, glauben wir an etwas. Und wenn wir dann hingehen und merken, aha, bloß weil ich es nicht gesehen habe, aber es ist ja ganz anders, ne? Ja. Als ich es gelernt habe oder als ich es gehört habe. Und das ist so, wir müssen einfach den Mut, also das für mich ist das erfüllend. Oder ja, auch unseren Sinnen und allem eigentlich nicht absolut zu vertrauen, sondern wir müssen also wenn es unsere Ausrichtung ist, bei uns beiden ist es halt gewesen, wir wollen eigentlich in die Tiefe gehen. Also wir wollen tiefer gehen als das, was wir sehen, fühlen, denken. Ja. Und im Leben drin ist wie ein Schlüssel. Also im Leben können wir in die Tiefe gehen, also indem wir wie genauer schauen, genauer fühlen, genauer denken, indem wir die Wahrnehmung eigentlich erhöhen, erleben wir, dass die Grenzen wie sich auflösen, also die Grenzen von unserem Ich, wie wir Ich leben, also das, was wir sehen, fühlen, denken, erreicht den Punkt, wo wir uns auflösen. Und in dem denkt das Universum, fühlt das Universum, sieht das Universum. Und wir erkennen, wer wirklich sieht, fühlt und denkt. Dass wir das sind und nicht dieser kleine Gedanke, dieser kleine Tellerrand, wo wir drin sind. Ne? Und wenn wir aber aus dem Tellerrand also ein Ziel haben, dass unser Teller schöner ist das so klein, ist es eigentlich so klein. Und ich habe das Gefühl, wenn wir aber das finden, was unsere Ausrichtung ist von unserem Herzen aus, wird uns das immer zum Göttlichen bringen. Es wird uns eigentlich immer über den Tellerrand hinausbringen. Das ist schön. Und das ist was, wo... Das ist schön, weil es ist egal, wo deine Ausrichtung hingeht, aber sie wird dir auch helfen, in dem Bereich über irgendwelche Tellerränder hinauszugehen. Und das ist erfüllend. Das ist das, wo man sich manchmal wie so glücklich fühlt oder einfach geflasht, weil man irgendwas erfährt oder erreicht, wo man gar nicht damit gerechnet hat. Und wenn du einmal erfahren hast, dass das stimmt, also dass du merkst, oh wow, das macht mich glücklich, das macht mich happy, wenn ich über meinen Tellerrand hinausgehe oder wenn ich was erfahre, was ich nicht kenne, dann wirst du vielleicht auch merken, dass du mehr davon willst. Ja. Du bezweifelst den Tellerrand immer mehr, ne? Und lebst eigentlich deine Ausrichtung, wie du eigentlich geboren wurdest zu leben. Ne? Und dafür muss man eigentlich zurück zu sich und das finden, was einen eigentlich leben lässt. Ne? Ja. Das ist unsere Botschaft für dich am Ende des Jahres. Ja, und wenn dir das gefallen hat, abonniere unseren Kanal. Ja, oder like das Video. Und wir werden auch nächstes Jahr wieder weitermachen. Höchstwahrscheinlich. Mit unserem Kanal und unseren Videos. Ja, wir freuen uns schon drauf, dich vielleicht auch mal live zu erleben oder irgendwo zu treffen. Alles Liebe dir und ganz eine schöne Zeit. Und danke für alle, die liken, für alle, die uns schauen. Die viele Jahre eigentlich jetzt unterstützt haben. Oder und so, uns unterstützen, ja. Genau. Wenn man schon fast 3 Jahre jede Woche ein Video und erreichen
dich heute und das freut uns. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Liebe.